Hey Freunde des kleinen Maßstabs, ich begrüße euch zum 15. Update meiner Microscale-Welt. Ja, heute werde ich auf jeden Fall hier am Hochhaus bzw. Wolkenkratzer weiterbauen. Der muss ja noch so um einiges in die Höhe wachsen. So, und dann habe ich aber auch noch vor, euch von meinen weiteren Plänen zu berichten. Was habe ich hier noch so in meiner Microscale-Welt geplant? Wo soll was hinkommen? Was soll zum Beispiel hier mit unserer Zugstrecke passieren? Warum sieht das hier vorne so eingeengt aus? Da habe ich mir auch was bei gedacht, aber das erkläre ich euch dann natürlich nachher noch in diesem Update. Und was sind hier noch die weiteren Pläne? Was soll noch für Häuser kommen? Was ist mit Straßen? Erfahrt ihr natürlich alles gleich. So, und jetzt baue ich mal am Hochhaus bzw. Wolkenkratzer hier weiter und zeige euch dann nachher den nächsten Baufortschritt. Ja, ich habe da mal ein bisschen weiter gebaut. Einiges an Steinen und Plates ist schon draufgegangen und einiges an Zeit. Leute, es frisst einfach ohne Ende Zeit, weil ich die ganze Zeit die Bautechniken beachten muss. Ne? Wir haben ja hier überall bei den Fenstern diesen kleinen Versatz drin. Das heißt, ich kann hier jetzt nicht einfach nur Steine aufeinander setzen. Ich muss immer wieder mit Plates bauen, muss genau auf die Proportionen achten. Habe ja hier hinten dann alles das mit den Bricks und Brick Modified hinterbaut, damit wir genau das so hinkriegen. Ja, Proportionen sind mir wichtig und das war dann auch die Aktion, wenn man jetzt hier rechts, ich zeige euch gleich die andere Seite auch noch, da sitzen die Fenster nämlich nicht in der Ebene, da sitzen sie, wie ihr auf dem Foto sehen könnt, wenn man da mal genau ranzoomt, in der Ebene, wo hier die Steine sind. Das heißt, da muss ich natürlich auch die ganze Zeit dann darauf achten, dass ich da nicht zu schnell um die Kurve baue. So, dann habe ich hier in der Mitte schon transparente Steine gesetzt gehabt oder auch schon gesetzt, war aber um einiges höher. Habt ihr das hier mit diesen Light Push Gray Plates alles immer mal wieder ja, stabilisiert. Aber Freunde, ich muss das jetzt alles wieder wegreißen mit den Light Push Gray Plates. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das zerstört total den Look von diesem Gebäude, ne? Wenn man sich das mal auf dem Foto anschaut. Ich dachte mir, das wäre eine gute Idee, aber die habe ich jetzt schnell wieder über Bord geworfen. Aber war natürlich dann auch Aktion, weil ich hatte die ganzen Plates schon wegen der Stabilisation hier rechts mit in diese TEN-Wand mit eingebaut. Heißt, ich musste die Wand wieder wegreißen, um die ganzen Plates da rauszuholen. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. So, jetzt setzen wir hier gleich noch Fliesen hin. Das habe ich da hinten schon gemacht. Aber die Seite zeige ich euch am besten jetzt mal. Ja, hier zu der Seite gibt es jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Ich wollte euch nur noch mal kurz das Eingangsportal zeigen, vor allem die das erste Mal jetzt dabei sind. Ne, da habe ich mir ein großes Eingangsportal überlegt, was aber dennoch schlicht gehalten ist. Ich denke, das passt hier ganz gut zu dem Wolkenkratzer. So, hier dann die transparenten Steine. So werden wir es genauso weitermachen wie jetzt hier auf der linken Seite. Hier sind dann auch schon die Fliesen gesetzt. Ja, und sonst gibt es hier jetzt zu der Seite nicht mehr viel zu zeigen. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz hier die linke Seite. Ja, so sieht die Seite dann aus. Ja, sieht ein bisschen chaotisch gerade aus, weil ich hier ein bisschen am Testen bin. Ne? Hier haben wir es ja, wollte ich ja noch mal was anderes mit reinbringen. Nicht wie auf dem Foto, dass wir hier nur links und rechts diese Maueroptik haben, sondern ich wollte hier Verzierungen mit reinbringen. Und da habe ich ja die ganze Zeit mir überlegt, ja hier diese Gitterteile mit einzubauen, die ich jetzt noch nicht richtig gerade gemacht habe, weil mir dann die Idee gekommen ist, oder ich habe es mal zumindest getestet, das mit Fliesen zu machen. Und das gefällt mir eigentlich auch recht gut. Da würde mich jetzt mal echt eure Meinung zu ja, interessieren. Soll ich das mit den Fliesen machen, diese Verzierung, oder mit der Gitteroptik? Oder abwechselnd? Ich weiß es gerade nicht so. Ich tendiere gerade ein bisschen mehr zu den Fliesen. Das kann aber morgen auch schon wieder anders aussehen. So, und jetzt baue ich da mal weiter. So, eine kurze Pause. Ich wollte euch das Ganze mal erst aus der Vogelperspektive zeigen hier. Ja, oder aus der Seitenperspektive. Ich habe schon einiges gebaut wieder hier auf der rechten Seite. Ist jetzt auch endlich mal was entstanden. 3 Etagen habe ich hier einmal komplett rumgebaut. Hier muss ich auch komplett rumbauen, weil wir ja hier diesen gläsernen Außenbereich erst in der Mitte anfangen werden. Hier auf der linken Seite, ja, und das Ganze natürlich dann immer mit Steinen und Plates so miteinander verbunden ist, dass es auch stabil ist. Hier auf der linken Seite fängt dieser gläserne Außenbereich ja schon ein bisschen weiter unten an und darum musste ich jetzt hier schon, ich gehe mal mit der Kamera ein bisschen rum, ja, so kann man es ganz gut erkennen, wo dieses Plateau ist, muss ich das Ganze mit Steinen unterbauen, damit das auch stabil ist, weil hier wird ja einiges an Gewicht drauf lasten. Ne? Das Ding ist jetzt schon sauschwer. Ich weiß nicht, wie viele Teile das später sein werden. 8000, 10.000. Ich werde es zum Schluss grob schätzen, aber ich kann es noch nicht sagen, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie hoch ich es bauen werde. Ja, ich muss auch wieder eine Bestellung tätigen. Also Klemmbausteinwelt, ihr könnt euch freuen. Ich packe euch den Link auch wieder in die Beschreibung. Wenn einer von euch Klemmbausteine bestellen möchte oder Sets, schaut da mal gerne vorbei. Falls ihr da was über den Link bestellen solltet, geht auch eine kleine Provision an mich und das fließt natürlich dann 1:1 hier in dieses Microscale-Projekt und ihr habt natürlich keine Mehrkosten daran. Also wie gesagt, der Link in der Beschreibung.
So, die Steine hatte ich euch gezeigt, wie ich das Ganze unterbaut habe. Dann ist mir hier vorne bei den transparenten Steinen aufgefallen, dass wir hier von der Höhe ein Problem haben. Ja, da kann man es ganz gut erkennen. Und zwar sind die transparenten Steine eine Plate zu hoch, weil wir werden ja jetzt hier vorne, muss jetzt dieser Steinbereich kommen, wo dann oben ja wieder Fenster drauf sind. Also wir haben ja diesen gläsernen Bereich, der ist ja im Endeffekt umkesselt von Gemäuer und das kommt jetzt da. Aber das wird ganz schön heikel, weil ich muss jetzt hier 20 Noppen, ja, überbrücken im Endeffekt. Das muss stabil sein, das darf ja später nicht durchhängen, weil da werden ja noch einige Etagen drauf gebaut, also da lastet Gewicht drauf. Da muss ich mir jetzt irgendwas überlegen, wie ich das Ganze stabil kriege, aber wie ich das auch so hinkriege, dass das gut aussieht und dass unser Nachbau hier weiterhin funktioniert. So, jetzt drehe ich einmal das Gebäude, bevor ich hier die ganze Belichtung umstellen muss und zeige euch nochmal kurz die andere Seite. Ja, ich wollte euch doch zumindest nochmal kurz zeigen, dass ich jetzt hier auch alles fleißig gefliest habe und wo dann die transparenten Steine hinkommen. Ich werde sehr wahrscheinlich die Lightbush Grey Plate hier auch wieder rausnehmen müssen, damit das dann später von der Höhe hinhaut. Ne? Wir werden ja die transparenten Steine jetzt hier auch einige Etagen hochziehen und dann wird das Ganze später wieder, ja im Endeffekt hier mit, ja wie ihr es hier sehen könnt, mit Fenster und Mauern, Gestein überbaut. Genau. So, jetzt werde ich mal die Kamera abstellen, euch mal ein Foto einblenden und dazu mal ein bisschen was zeichnen, was ich hier noch vorhabe, wo ungefähr was hinkommt und euch mal ein bisschen von meinen ganzen Plänen berichten. Ja, ich zeige euch jetzt mal extra diese Microscale-Welt hier aus der Vogelperspektive, aber ich denke, dass das Ganze hier ein bisschen zu bunt ist und zu viel Ablenkung ist, um euch hier von meinen Plänen zu berichten. Darum werde ich euch das Ganze jetzt mal in Schwarz-Weiß einblenden. Und ich habe auch schon die ganzen Häuser und was ich sonst schon gebaut habe, alles farblich hinterlegt. Ja, hier könnt ihr es sehen. Also hier rechts einmal die Kanalstadt, schon mit den Häusern, die ich gebaut habe. Schaut dazu euch am besten die Updates an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, weil sonst dauert das Ganze hier zu lange. Ich habe gerade schon eine Aufnahme gemacht, die hat viel zu lang gedauert. Hat aber den Vorteil, ich habe hier schon ein bisschen weiter gekritzelt. Ich kann euch gleich immer ein bisschen gekritzelt einblenden, was ich weiter so geplant habe. So, also hier auf der rechten Seite die Häuser, die Kanalstadt, das Wasser, dann hier auch die Brücke, die ich in lila dargestellt habe. Und auf der linken Seite, wo unser Wolkenkratzer jetzt gerade gebaut wird und auch unser Monorail-Gleis, wo ja auch die Magnetschwebebahn auch schon 2 Runden gefahren ist. Das ist bis jetzt gebaut. Dann habe ich den ganzen Tisch hier einmal mit grün umrahmt, damit ihr das alles besser erkennen könnt. Und hier unten, hier diese beiden blauen Rechtecke, da befindet sich im Endeffekt die Elektronik für unsere Beleuchtung, die ja auch schon zum Teil drin ist und natürlich auch noch eingebaut wird. Ja, so jetzt wollte ich euch ein bisschen mal was erklären, was ich hier mit unserem Monorail-Gleis noch so gebaut habe und geplant habe und hier noch weiter vorhabe. Ja, und zwar haben vielleicht einige von euch gedacht, warum ist hier auf der linken Seite dieser Kreislauf so klein? Das macht doch keinen Sinn. Natürlich habe ich erst geplant, hier einen großen Kreis zu bauen, aber das machte für mich noch weniger Sinn, weil ich möchte das Ganze ja realistisch bauen. Und warum sollen wir dann jetzt hier einmal einen Zug im Kreis fahren lassen? Was für eine Microscale-Welt soll das sein? Darum war für mich von vornherein klar, wenn wir das Ganze maßstabgetreu bauen wollen, dass wir hier den Zug nur durchfahren lassen können. Aber ich wollte euch natürlich zeigen, wie so ein Zug auch im Kreis fährt. Und ich wollte hier schon auch mal immer mal zwischendurch einen Zug fahren lassen. Darum habe ich hier diesen Kreis eingebaut und habe mir natürlich auch ein bisschen was dabei gedacht. Und zwar soll hier später der Zug, wo jetzt dieser rote Punkt ist, von hier rechts kommen. Und fährt dann im Endeffekt auf diesem Gleis hier dann lang, was ich euch jetzt eingeblendet habe. Das werden wir noch bauen. Fährt dann hier lang und soll dann aber später hier an der Stelle im Endeffekt abbiegen. Hier wird noch eine Weiche gebaut, natürlich, und fährt dann hier ins Landesinnere. Und nur wenn er zum Bahnhof möchte, biegt er hier an der Stelle ab, in diesen Kreis rein und fährt dann hier zum Bahnhof, weil hier wird später auf jeden Fall noch ein Bahnhof entstehen. Wenn da ein Bahnhof ist, brauchen wir natürlich noch weitere Gleise. Ein weiteres Gleis bauen wir dann quasi genau hier hinten hin. Da fährt der Zug aber nur geradeaus durch. Da konnte ich jetzt nicht noch eine Kurve oder sowas mit einplanen. Wobei ich glaube, er fährt hier nicht geradeaus, sondern er macht hier, glaube ich, nochmal so einen leichten Linksknick. Aber da ist im Endeffekt Ende mit dem Zug. So, jetzt wisst ihr auch, warum ich hier diesen Kreis reingebaut habe und was ich mir hierbei gedacht habe. Ich wollte auf jeden Fall diesen Zug hier oder die Magnetschwebebahn entlang der Kanalstadt fahren lassen und dass die hier ins Landesinnere abbiegt. So, und dann sollen natürlich auch noch weitere Häuser entstehen. Da habe ich auch schon ein bisschen was vorgekritzelt. Und zwar hier rechts in der Kanalstadt. Ich blende euch das jetzt mal alles in diesem
dunklen Braunton ein, da kommen überall Häuser in. Und auch dieser Grünton, da werde ich natürlich auch noch Grünzeug bauen. Bäume, Pflanzen, Gräser und so weiter und so fort. Da muss ich mich aber noch mit beschäftigen. An dieses Thema bin ich noch nicht rangegangen. Ich möchte das schön bauen, darum habe ich jetzt hier noch nichts, ja, reingerotzt im Endeffekt in die Stadt. Das möchte ich, da muss ich noch mal ran an das Thema, genau. So, und dann sollen natürlich noch weitere Häuser entstehen, dann noch ein bisschen Grün hin, unten noch ein bisschen Grün. Und natürlich auch hier in der modernen Stadt, da sollen natürlich auch Häuser bzw. Bäume und sowas hinkommen. So, das nächste Haus, was ich bauen werde, ist hier neben der Bäckerei. Da werden wir im nächsten Update rangehen und natürlich auch mit dem Wolkenkratzer. Und hier rechts, wo dieser graue Bereich ist, da möchte ich mit dem Berg anfangen. Und auf diesem Berg sollen dann später auch Häuser stehen. Ich weiß, ich möchte das eigentlich gar nicht Berg nennen. Da deuten wir den Berg an, die Erhebung, und da bauen wir dann auf jeden Fall auch Häuser drauf. So, und dann hier zwischen den Magnetschwebebahnen und der Kanalstadt werden Häuser und Grünzeug entstehen. Und den Hauptbahnhof habe ich jetzt mal hier in Orange eingezeichnet. Der soll dann im Endeffekt nach oben hinweg auf einen weiteren Tisch, der danach kommen wird, soll er weitergebaut werden. So, und dann kommen hier in der modernen Stadt natürlich auch noch weitere Häuser hin. Vielleicht noch ein Hochhaus, ein Wolkenkratzer. Mal schauen, was mir da noch einfällt. Mal schauen, wie viele. Ich kann das noch nicht genau sagen. Ich habe jetzt hier mal ein paar eingezeichnet. Und Straßen werde ich auch noch bauen. Und zwar soll die Straße hinter dem Wolkenkratzer langfahren. Aber wie soll das gehen? Da ist doch eine Magnetschwebebahn. Genau hier kommt die Idee. Ich möchte eine Hochstraße bauen. Habe ich bis jetzt noch nicht so oft gesehen. Das reizt mich total, die hier über der Magnetschwebebahn langfahren zu lassen. Und die soll dann natürlich hier geradeaus enden. Aber man kann auch hier einmal abbiegen. Und dann habe ich den Plan, dass später die Straße dann hier runterführen soll in den Untergrund. Und ob wir dann jetzt hier nach hier innen weiterfahren oder ob hier geradeaus, muss ich mal schauen. Wobei ich auch geplant habe, jetzt hier, wo der gelbe Bereich ist, da auch noch irgendwelche Geschichten zu erzählen, dass da Leute vielleicht von den Häusern über Geheimtreppen in den Untergrund kommen. Mal schauen, was mir da noch so einfällt. Und dann soll aber auch noch eine Straße hier in die moderne Stadt reinführen. Da muss ich aber dann mal schauen, ob wir dann hier links abbiegen oder später rechts abbiegen, ob wir vielleicht hier in den Untergrund dann fahren, in den Tunnel, oder ob wir hier nochmal auf eine Hochstraße drauf fahren. Das weiß ich noch nicht ganz genau. So, und ich denke, jetzt könnt ihr euch schon mal ein bisschen besser vorstellen, was ich hier so geplant habe. Ich weiß, das sieht kunterbunt aus, aber ich habe euch ja auch ein bisschen was dabei erzählt. So, und jetzt baue ich mal mit unserem Wolkenkratzer weiter. Es waren jetzt ja circa 6 Minuten. Ich denke, das sollte reichen. Ich würde sagen, der Wolkenkratzer ist echt so einiges jetzt in die Höhe gewachsen. Ich habe einige Etagen noch drauf gebaut und vor allem auch jetzt hier unsere schwarze Glasfront fertiggestellt. Wobei ich da sagen muss, da hat meine Tochter fast den größten Teil gebaut. Da nochmal vielen, vielen Dank, Schatz. Die hat hier die ganzen einmal einer transparenten Steine aufeinander gedrückt und die hier auch reingesetzt. Da werden wir jetzt natürlich als nächstes hier genau dieses Teil draufsetzen, was ich hier zusammengebaut habe. Ich gehe davon aus, dass das super stabil sein wird. Ich zeige euch gerne im nächsten Update, wie ich das genau zusammengebaut habe, was da für Steine drin sitzen und warum das so stabil ist. Weil es muss stabil sein, hier werden natürlich noch, wie ich gesagt habe, einige Etagen drauf entstehen. Und darum setze ich das jetzt mal drauf. Das wird auf jeden Fall ein bisschen Frickelarbeit, weil wir jetzt ja natürlich hier diese langen Säulen von einmal einer Steinen haben, die natürlich hier oben nicht in einer kompletten Linie sein können. Das muss ich jetzt natürlich alles ausrichten, damit ich dieses Teil hier super draufsetzen kann. So sieht das Ganze dann aus, wenn ich es oben drauf gesetzt habe. Natürlich musste ich jetzt hier noch eine Etage mit Fenstern draufbauen, damit ich auch schon mal ein bisschen besseren Eindruck davon kriege und ihr natürlich auch, was hier noch weiter so entstehen wird. Dann nochmal zum Schluss hier aus dieser Perspektive. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, mir einen Kommentar schreibt, also ein Feedback gibt. Und wenn ihr keine weiteren Updates verpassen wollt, zum Beispiel wie es dann beim nächsten Mal hier vorne auf der Ecke mit dem Hausbau weitergeht und natürlich auch am Wolkenkratzer, dann lasst am besten ein Abo da. So, und bevor ich mich jetzt hier noch weiter verquatsche, kann ich auch nur noch sagen, ich wünsche euch alles Gute, macht euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Update. Ciao, ciao, euer Brix im Kopf.